Willkommen zu Mystica Magnifica. Heute wollen wir zusammen die Grenzen überschreiten zwischen Realität und Illusion. Mystica Magnifica, präsentiert von Brian Mitternacht. Wir leben in einer Welt, in der Realität und Fantasie nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen. Können Sie Fakten von Lügen unterscheiden? Dazu müssen Sie Ihren Geist für das Unglaubliche öffnen. Mein Name ist Brian Mitternacht und ich entführe Sie in eine Welt, die trotz jeder Bemühung immer noch voller Mysterien und Geheimnisse steckt. Diesen Mysterien wollen wir mit einem der besten Teams von Exploratoren auf den Grund gehen. Auch unser Team weiß noch nicht, wo es sie dieses Mal hin verschlägt. Also schalten wir mal zu ihnen. Hallo meine Exploratoren. Hallo Brian! Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Dieses Mal geht es in die Eisenmark. Wie bitte? Wo ist denn die Eisenmark? Das hieß auch früher noch Eisensümpfe. Ah, jetzt hast mich. Dort gibt es einen mysteriösen Brunnen. Die dort ansässigen Char behaupten, dass seit dem Drachenbrand seltsame Stimmen an dem Brunnen gehört werden. Auch soll es schon vorgekommen sein, dass Spazierende, die dort Rast machten, nie wieder gesehen wurden. Auf einmal waren diese verschwunden. Das klingt höchst interessant. Ja, da sollten wir uns schleunigst auf den Weg machen. Dann lasst uns mal schauen, ob wir was dazu in den Büchern finden. Hier ist eine Rede von einem Brunnen unterhalb des Carnifex-Sees. Mehr als eine kurze Fußnote gibt's dazu allerdings auch nicht. Dann solltet ihr schnell aufbrechen, packt euer Zeug und ich informiere mich weiter über die Eisenmark. Okay, ich hole Essen und Bier und Mavis, du packst die Bücher und Forschungswerkzeuge ein. Dann lasst uns mal schauen, wo denn die Eisenmark liegt. Interessant. Die Eisenmark ist also ein Gebiet in Askalon und war früher für sein Reichtum an Rohstoffen bekannt. Mittlerweile dient es aber nur noch als Schlachtfeld für die Chars der Flammenlegion und der restlichen Char. Außerdem hat hier der Drachenbrand eine unverkennbare Narbe ins Land gerissen. Diese Reise führt uns zum Carnifex-See, welcher nordwestlich liegt. Er trennt die Kundenzahnbasis der Char-Legion vom Invictus Castrum der Flammenlegion. Oh Mann, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Hey Mavis, denk dran, im Impala werden keine Tränke gemischt. Das letzte Mal hast du die Plörre auf der ganzen Vorderbank verteilt. Ich kann nix dafür, dass hier kein Platz ist. Du schleppst ja immer diese Beleidigung von Großschwert mit dir rum. Da passiert sowas. Nix gegen mein Großschwert. Es hat dir schon oft nur den Hintern gerettet, im Gegensatz zu dem Buch Exorzismus von Brunn für Fortgeschrittene im askalonischen Original. Ach, willst du mit deinem Großschwert Geister aus einem Brunnen vertreiben? Na dann weiht man's Heil. In Askalon hat es bis jetzt noch immer ganz gut funktioniert. Wir wissen ja noch nicht einmal. Hey, sieh da! Die Abtei hat unsere Vorräte auch schon angeliefert. Super. Nur weil du das letzte Mal einen Gix wieder beleidigt hast, weil er deine Experimente nicht zugelassen hat, schicken die uns jetzt so ein Mini-Rind. Das kann ja nicht mal ein Bierfass tragen.
Seitdem der Pakt in der Silberwüste Sandkörner zählt, werden meine Forschungen nicht mehr gefördert. Ich bitte dich, nicht einmal der Megalaser im Funkenschwärmersumpf wird mir ausgeliehen. Die sei zu teuer und völlig übertrieben. Der hat sie wohl nicht alle. Aber mein Fasselbier. Hey, ihr beiden, seid ihr von der Abtei? Ja, wir wären leichter zu erkennen gewesen, wäre nicht jemand bei der letzten Expedition im gottlosen Sumpf ein Malheur passiert. Schau mich nicht so an, ich kann nix dafür. Ihr seid also der die Hilfe der Abtei erbittet hat? Ja, die Geschehnisse um den Brunnen dehnen sich immer weiter aus. Wir haben Angst, dass bald die ganze Basis verschwindet. Jo, wir kümmern uns drum. Gibt's den Zeugen, mit denen wir über das reden können? Sprecht da am besten mit unserem Späher Pragan Bauchfauler. Ihr findet ihn am Eingang der Basis. Genau, und deswegen haben wir nur so ein Mini-Rind bekommen, das nicht mal Bier tragen kann. Hey, Hevi, kann das nicht der Brunnen sein? Ziemlich klein, aber schaut zumindest aus wie ein Brunnen. So, jetzt müssen wir von hier noch eine Probe nehmen. Hevi, gib mir mal bitte das Reagenzglas. Jo, das habe ich im Impala vergessen. Hauptsache, du hast dein Großschwert wieder dabei. Hast du wenigstens an den XCZ-Beta-Transmogrifikator gedacht? Jo, Moment, den hat die Mini-Wurst. Versteckt sich das Dolly hinter einem Kieselstein oder ist verschwunden? Mein Brennpunkt hier. Herzlich willkommen bei The Spotlight. Unser neues Format, bei dem wir Gilden, die sich gerne noch vergrößern wollen, mit einigen Fragen auf den Zahn fühlen. Bevor wir hier aber loslegen, geht noch ein Glückwunsch an die Gilde Guild News, die es geschafft hat, mit ihren Mitgliedern den 100. Podcast auf die Beine zu stellen. Wir wissen zwar nicht, was ein Podcast ist, aber herzlichen Glückwunsch dazu. Mein Name ist Firewolf und wir haben hier heute die Ancients of Gallifrey mit ihrem Gildenleader, dem Mick. Hallo Mick. Guten Abend, werter Firewolf. Habe ich den Namen so richtig ausgesprochen? Das passt perfekt. Wunderbar. Dann kommen wir zu den ersten Punkten, die ich heute mit Ihnen durcharbeiten möchte. Gerne. So, lieber Mick, dann erzähl uns doch mal, wie viele Mitglieder hat denn eure Gilde? Aktuell liegen wir bei Mitte 50 und wir möchten unsere Gilde weiter ausbauen, sodass wir Endergebnis 70 bis 80 Mitglieder als Gesamtzahl anstreben, damit wir bei unseren gemeinsamen Unternehmungen in und um Tyria genug Mitspieler zusammenbekommen. 70 bis 80 Mitglieder. Ist denn dann auch dementsprechend viel geplant bei euch in der Gilde? Es ist sehr viel geplant, da wir zurzeit uns den kleinen und großen Gefahren Tyrias stellen, noch immer unsere Kekse dabei haben und auch den Nebeln ein eigenes Schlachtfeld reiben und unterhalten, planen wir in der Zukunft auch gegen andere Königreiche in die Schlacht zu ziehen und uns da glorreich zu schlagen. Und wie sieht es denn mit Events aus, die ihr veranstaltet? Gibt es da auch welche? Da gibt es eine ganze Reihe, angefangen mit dem Nerd-Quiz unseres Rekrutierers, unseres Time Tracers, das regelmäßig in Götterfels abgehalten wird, bis hin zu Aktionen wie Pick the Mick, wo der Gildenleiter, also meine Person, sich irgendwo in Tyria versteckt und seine nähere Umgebung beschreibt, und wer mich dann als erstes findet, bekommt einen tollen Preis in Form von Ektoplasmakugeln. Das klingt ja toll. Da würde ich auch gerne mal mitmachen. Ja, das wäre toll. Für jederzeit herzlich eingeladen. Das und freut alle mich. anderen Zuhörer auch. Der durchschnittliche Wachstum einer Gilde in der Größenordnung liegt bei derzeit 3%. Liegt ihr denn da drüber oder drunter? Da wir nicht nur einen hervorragenden Gildentracer haben, sondern auch alle anderen Mitglieder der Gilde nach weiteren Bewerbern Ausschau halten, können wir jetzt nach und nach unsere Mitgliederzahl ausbauen und finden immer wieder tagtäglich neue Mitspieler, die zu uns passen und die gerne mit uns Abenteuer bestreiten. Also ihr liegt über den oder unter den 3% von mir erwähnt? Wir liegen deutlich über den 3%. Ja, das ist ja wunderschön. Allerdings
Eile mit Weile. Wir zählen ja mehr auf Klasse statt auf Masse. Und was genau zeichnet eure Gilde aus, wenn du es mit deinen eigenen Worten beschreiben müsstest? Ich sage es gerne mit meinen und auch mit den Worten des Doktors. Für die einen, für die Menschen sind es die Götter, für die Asura ist es die ewige Alchemie. Für uns ist alle in der Time ist es das große timey-wimey, wibbly-wobbly Stuff, der uns hier zusammenhält. Angenommen, es geht mal mit der Time zu Ende. Wäre die Bienenzucht ein alternatives Hobby für Sie? Tatsächlich haben wir uns mittlerweile überlegt, dass wir in die Feuersalamanderzucht einsteigen werden. Unserer Meinung nach ein zukunftsträchtiger Markt, verheizten Öfen, können Speisen zubereiten und sind, obwohl die wenigsten Leute das wissen, doch recht kuschelige Tierchen. Und wir denken, wir können in diese Richtung expandieren. Das ist ja auch mal ein interessantes Hobby. Ein warmes Hobby. Es wird einem warm ums Herz. Sprichwörtlich. Kommen wir nun noch zur letzten Frage für heute, dann haben wir es auch schon wieder hinter uns. Denken Sie heute schon oft an gestern? Prinzipiell schauen wir nach vorne und lassen unsere Fehler hinter uns und schauen auf das, was uns die Zukunft bringen wird. Wunderbar, mit den Worten verabschieden wir uns. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Tschüss. Auf Wiederschauen, vielen Dank.